So, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend heute beim Opening unserer Kamingespräche. Und ihr seht, wir haben es schon richtig, richtig gemütlich. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier so im halb privaten Rahmen und ein bisschen Business und einfach Gespräche unter Frauen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ein Business zu erstellen, was ihrer Persönlichkeitsstruktur entspricht. Ja, und ich habe heute gedacht, wen kann ich denn nehmen, um die ganze Interviewreihe zu eröffnen? Und da ist mir natürlich ganz spontan die liebe Sandra eingefallen. Warum? Die Sandra, das ist nämlich also nicht nur eine optisch äußerst attraktive Frau, Danke für sondern die Sandra ist einfach wie so ein Funkenfeuer. So wie was da hinten, wenn das angeheizt wird und dann sprüht es und funkelt es, und so empfinde ich die Sandra. Die Sandra ist Eigentümerin ihrer Scanner Business Academy. Was bedeutet das? Das wird sie uns gleich ein bisschen näher detailliert erzählen. Und die Sandra, sie steht dafür, die Menschen auf der ganz persönlichen Ebene abzuholen, die sich nicht festlegen wollen in das ist meins oder das ist meins, sondern die sagen, ich bin viel mehr, ich bin das und das und das und das. Und wie kriegt man das jetzt alles unter einen Hut und kann dabei noch ein Business machen? Das wird uns die Sandra Rekers erzählen. Sandra, ich grüße dich, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst. Ich weiß, auch deine Zeitressourcen sind sehr beschränkt. Umso schöner, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst. Liebe Monika, vielen Dank für diese warmherzige Einleitung und das Willkommen. Und ich freue mich sehr und nehme mir sehr, sehr gerne die Zeit heute Abend für dich und auch für alle, die jetzt zuschauen. Ja, gell, wir haben es ja schon recht kuschelig. Bei mir ist es auch warm. Ich muss mir vielleicht gleich den Pulli ausziehen. Du hast ein Kerzchen an, du hast Und auch deine genau, Tasse Kerzchen und Tee. heiße Tasse Tee Ja, darf nicht und ich fehlen. trinke Und da hier so ein Gläschen Wein. Also mal zum Wohl auf unser Gespräch. Sandra, hoch die Tassen. Sandra, ja. was ist ein Scanner? Also ganz ehrlich gesagt, ich wusste das bis vor einem halben Jahr auch nicht, was ein Scanner ist. Also ich kenne einen Scanner technisch, aber was hat es mit einer Scanner-Persönlichkeit auf sich? Magst du ein bisschen was erzählen? Sehr gerne. Also es ist kein Bürogerät neben dem Ja. Drucker und dem Fax, sondern Scanner-Persönlichkeit ist ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Der Begriff Scanner-Persönlichkeit wurde von der amerikanischen Autorin Barbara Sher geprägt in ihrem Buch Du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast. Auf Englisch heißt es Refuse to Choose. Und es beschreibt im Grunde genommen ja den Persönlichkeitstyp, der sich durch eine große Vielseitigkeit auszeichnet. Scanner-Persönlichkeit ist nicht die einzige Bezeichnung für diesen Persönlichkeitstyp. Das ist halt der Begriff, den die Barbara Sher gewählt hat und über den ich auch auf diesen Persönlichkeitstyp aufmerksam geworden bin. Dieser Persönlichkeitstyp an sich ist aber eigentlich schon viel älter. Andere Begriffe dafür sind zum Beispiel auch vielbegabt, Multitalent, Universalist, Generalist, Tausendsasser, Renaissance-Mensch, Renaissance-Seele. Ich glaube, da können sich schon einige wiederfinden, gell, in Genau. dieser Formulierung. Mhm. Genau, und was den Scanner halt auszeichnet, ist, dass er ja, viel begabt, viel interessiert ist, sich für viele verschiedene Themenbereiche interessiert und sich nicht so gerne festlegt, langfristig auf eins, was nicht heißt, dass Scanner nicht auch was zu Ende bringen können. Das ist oft ein Vorurteil, was Scannern nachgesagt wird, du machst ja nie was fertig. Das stimmt nicht. Es gibt verschiedene Scanner-Typen, die unterschiedliche Charakteristika haben und die sich darin unterscheiden, wie viele Projekte sie gleichzeitig machen, wie schnell sie zwischen den Projekten wechseln, wie tief sie reingehen in die Projekte und ob sie Projekte nochmal aufgreifen. Da gibt es verschiedene Scanner-Typen. Also Scanner ist auch nicht gleich Scanner. Und ja, besonders im Business, wenn man von diesen klassischen Online-Business-Ansätzen ausgeht, gerade beim Thema Positionierung, wo uns oft gesagt wird, du Entschuldigung. brauchst eine enge Nische, du brauchst eine ganz spitze Positionierung, du musst von deinem Wunschkunden-Avatar am besten noch Haarfarbe, Schuhgröße und Lieblingssmoothie wissen. Du musst in einem ganz engen Feld der Experte, die Expertin werden und dann kannst du erfolgreich werden.
Und mit diesem Konzept tun sich Scanner sehr, sehr oft schwer, weil sie halt das Gefühl haben, ich kann so viel, ich weiß so viel, ich möchte mich gar nicht nur auf eine Sache beschränken. Und es ist nicht nur ein, ich möchte nicht, sondern ein Stück weit auch, Scanner haben so einen inneren Drang nach Leben, nach Wachstum, nach Weiterentwicklung. Und wenn ein Scanner dazu verdammt ist, durch starre gesellschaftliche Strukturen oder vielleicht ein sehr starres, auch berufliches Umfeld über einen langen Zeitraum hinweg, ja, sich in der eigenen Lebendigkeit zu beschneiden, sage ich mal, und in so Ja. ein starres System gepresst zu werden, dann kann einen das wirklich krank machen, bis hin zu körperlichen, psychosomatischen Erkrankungen, Depressionen, Burnout oder Bore-out. Mhm. Mein Ansinnen ist immer so dieses, nicht guck, wie musst du dich verändern und zurechtschnibbeln, damit du in die Mhm. Struktur passt, sondern wer bist du, wie tickst du, was brauchst du, was sind deine Rhythmen, was sind deine eigenen Frequenzen und Energien und wie kannst du dir Strukturen schaffen, die bestmöglich dir und deiner Persönlichkeit gerecht werden und dann dir daraus auch ein Business aufbauen, was dich finanziell erfolgreich macht, aber vor allem auch glücklich und zufrieden mit deinem Leben. Also das hört sich ja einfach super spannend an und für mich nach Freiheit pur. Ja. Ja. Also Freiheit ist oft einer der allerhöchsten Werte für Scanner. Mhm. Sicherheit und Freiheit, das sind ja immer so die Balancen oder die beiden Pole, zwischen denen wir streben. Und Scanner sind sehr, sehr freiheitsliebende und freiheitsorientierte Menschen, die Mhm. schlecht mit starren Strukturen und engen Routinen zurechtkommen. Kennst du Menschen, die tatsächlich die in einem herkömmlichen Beruf unterwegs waren, die dadurch krank geworden sind und über deine Unterstützung, diese Bewusstmachung, dass sie Scanner sind, dass die quasi aufgeblüht haben? Ja, also das Kennst du erlebe ich immer Menschen? wieder. Also ich arbeite ja mit Gruppen, aber ich arbeite auch viel mit Einzelklienten und es kommt nicht selten vor. Also so ein Standardding, mit dem Kunden oft kommen, ist dieses, ich fühle mich eingeengt. Zum Teil habe ich auch Kundinnen Mhm. und Kunden gehabt, die schon in Depressionen drin waren oder kurz davor waren, da Ja, reinzurutschen. ja, Und ich, ja. ich nenne das immer so den Schmerz des ungelebten Lebens, dieses, wenn man zu lange in einem falschen Leben feststeckt. Und für Mhm. viele ist es oft allein die Erkenntnis, dass es für dieses gefühlte Anderssein einen Namen und eine Bezeichnung gibt, ist oft schon ein richtiger Mhm. Eye-Opener. Mhm. Das Thema Selbstwert, Selbstbild, Selbstbewusstsein ist bei vielen Scannern auch ein Thema, weil sie oft von außen mit Unverständnis konfrontiert werden, Ja, sich klar, oft du denkst. negative Sätze anhören müssen, wie jetzt fängst du schon wieder was an, mach doch mal was Mhm. fertig, jetzt Mhm. kommst du schon wieder mit einer neuen Idee, du kannst dich nicht entscheiden, du bist faul, du bist dumm, du hast Angst vor Erfolg. Und das sorgt dann für ein schlechtes Selbstbild und für das Mhm. Gefühl, dass die Menschen haben, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Dabei ist eigentlich mit ihnen alles okay. Sie sind eigentlich nur ein anderer Charaktertyp und brauchen andere Formen von Strukturen. Und Mhm. das zu erkennen, dass es nicht an ihnen liegt und dass sie nicht falsch Mhm. sind, sondern dass sie andere Modelle von Arbeiten, Leben, Businessgestaltung brauchen, damit sie ihr Potenzial, was in ihnen steckt, wirklich frei zur Entfaltung bringen können. Das ist oft eine Das, riesengroße Erleichterung für die das Menschen. hört sich richtig stressig an für mich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre so ein Typ, der einfach diesen Freiraum braucht und diese Vielseitigkeit braucht und dann wirst du in diese Konventionen reingesteckt und das hört sich ziemlich anstrengend an, ja. Ja. Sag mal, Sandra, wusstest du von Anfang an, dass du ein Scanner bist? Wie bist du in zu diesem Business überhaupt gekommen? Also mit dem Begriff Scanner oder mit dem Persönlichkeitstyp beschäftige ich mich jetzt seit über 20 Jahren schon und ich bin in der Tat über dieses Buch von der Barbara Scher darauf aufmerksam geworden. Also ich bin eine Leseratte. Seit ich meine ersten Buchstaben kann in der Grundschule, liebe ich es zu lesen. Und irgendwann bin ich durch Zufall, also ich glaube ja nicht an Zufälle, hat mir das Universum dieses Buch vor die Nase gelegt. Mhm, mhm, Ich habe mich erstmal vom Titel angesprochen gefühlt, habe es aufgeschlagen und ich weiß das noch wie heute, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ich mich das mhm, erste Mal so verstanden gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, diese Autorin schreibt über mich, die schreibt da gerade einen Teil meiner Lebensgeschichte auf. Und dann habe ich angefangen, mich da tiefer mit zu beschäftigen. Am Anfang erstmal nur für mich selber. Und mittlerweile ist es ein sehr, sehr großer Teil meines Business auch geworden. Welche Anteile, ich spreche jetzt einfach mal von Anteilen, welche Scanneranteile lebst du? Also ich habe
Business und mein Leben sehr vielseitig aufgebaut. Also ich bin von Hause aus eigentlich Erzieherin, Heilpädagogin, Gemeindepädagogin, Musiktherapeutin. Also das sind so ich bin auch noch Qigong-Lehrerin. Ich unterrichte Qigong und bilde Qigong-Lehrer aus. Ich bin Kursleiterin für autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Ich habe einen kleinen Online-Shop mit selbstgemachten Postkarten. Ich gebe Technik-Workshops. Ich gestalte Märchenlesungen, ich male, ich spiele Mandoline, ich habe mir selber Gitarre spielen beigebracht, ich habe mehrere Websites selber gebaut, mir den ganzen Online-Business-Technik-Kram selber angeeignet. Das ist der Wahnsinn. Und genau das ist so was ganz Scanner-typisches. Also Scanner sind sehr gute Autodidakten, die es halt lieben, sich in vielen Themenbereichen zu tummeln und die neues Wissen aufsaugen, die sehr schnell lernen, die sehr schnell verstehen und die dann auch schon mal, wenn sie ein Thema dann verstanden und begriffen haben, dann das Interesse verlieren, weil da geht es gar nicht so sehr darum, etwas bis zum Ende durchzuziehen. Also das Endergebnis zählt gar nicht so sehr, sondern für Scanner ist Erfolg eher dieses, ich habe verstanden, wie es funktioniert oder ich habe herausgefunden, kann ich das nicht. Ich habe ein Problem gelöst. Wenn das Problem gelöst ist oder ich es verstanden habe, dann auf zum nächsten. Weißt du, das hört sich auf der einen Seite ja wahnsinnig vielseitig an und auf der anderen Seite für jemand wie mich, der einfach so ihre Struktur braucht und zielorientiert arbeitet, hört sich das auch wahnsinnig anstrengend an. Also dieses, wie kriege ich was wirklich zum Erfolg? Weil in der Regel weißt du ja, dass du Disziplin und Durchhaltevermögen brauchst, um etwas zum Ende zu bringen. Aber du sagst gerade, ist nicht unbedingt das Ziel, jetzt etwas zu Ende zu bringen. Ist es nicht wahnsinnig anstrengend? Also ich konnte jetzt gar nicht mehr mitzählen, wie viele Felder. Ja, und wahrscheinlich habe ich noch die Hälfte vergessen. Und das ist der Unterschied. Scannern gibt das Energie. Also Scanner sind gar nicht so oft Burnout gefährdet, sondern mehr Bore-out gefährdet. Also Erschöpfung, emotionale Erschöpfung durch zu wenig stimulierende, sinnerfüllte Reize. Und es ist so, all das, was ich aufgezählt habe, das habe ich auch nicht alles gleichzeitig gemacht, sondern das ist Stück für Stück entstanden. Also was für Scanner nicht gut funktioniert, ist dieses One Thing Only, nur eine Sache. Ja. Und das ist genau auch die Balance oder diese beiden Pole, zwischen denen sich Scannern bewegen, weil manchmal neigen sie dann dazu, aus dem Gefühl heraus, eine Sache ist mir zu wenig, in das andere Extrem zu gehen, dann zu viel zu machen und sich zu verzetteln und dann kommt es zu diesem, ich nenne das immer, das ist so eine ausgefranste Energie. Also dann kriegt man halt nichts fertig und das frustriert die Scanner auch. Und das ist genau das, was ich im Coaching mit meinen Klienten dann auch erarbeite. Ich habe für mich selber Struktursysteme gefunden. Ich arbeite mit so 3 bis 5 Fokusprojekten gleichzeitig, dass ich sage, okay, ich darf mehrere Dinge gleichzeitig machen, damit mein Scannerherz erfüllt ist und ich in meiner Lebendigkeit bleibe, aber dass ich mich trotzdem nicht verzettel und einen gewissen Fokus behalte. Und Scanner können an Dingen dranbleiben, Scanner können auch Struktur, wenn es auf eine vielseitige, kreative Art und eine flexible Form von Struktur ist. Und das ist genau das, was ich liebe, an meine Leute weiterzugeben, dass das eine das andere nicht ausschließt, sondern dass eine gewisse Grundstruktur, innerhalb dessen wir uns dann aber bewegen können, uns eigentlich erst die Freiheit gibt, all unsere Talente dann auch wirklich auszuleben. Und was genau inspiriert dich jetzt quasi, Menschen zu führen, Menschen bewusst zu machen, dass sie nicht Standard laufen müssen? Was genau inspiriert dich da? Also mein großes Warum ist immer, ich sage, ich will mehr verwirklichte Projekte in der Welt sehen, weil ich glaube zutiefst daran, dass wenn die Scanner die tollen Ideen, die sie im Kopf haben, wirklich umsetzen und damit raus in die Welt gehen und es nicht nur im Kopf bleibt, eine fixe Idee, sondern umgesetzt wird, dass wir damit einfach die Welt zu einem bunteren, schöneren, besseren, lebenswerteren Ort machen. Und indem ich meine Klientinnen und Klienten dabei unterstütze, ihre teils wirklich richtig tollen Projektideen, die einen unglaublichen gesellschaftlichen Mehrwert bieten zum Teil, die wirklich rauszubringen, das auf die Straße zu bringen und damit in die Umsetzung zu gehen und damit wieder das Leben von anderen Menschen positiv zu beeinflussen. Ich sage immer so, das ist mein kleiner Anteil Weltretten. Und also eins der schönsten Komplimente oder Feedbacks, die ich mal von einer Kundin bekommen habe, die war im Erstgespräch bei mir, hatte im Gespräch mit mir erfahren oder für sich die Klarheit bekommen, dass sie Scanner ist und es ging so eine ganz neue Welt auf und wir hatten es über Zoom gemacht und
Und während des Gespräches kam ihre kleine Tochter rein und sie drehte sich um und sagte zu der Tochter, Schatz, guck mal, das ist die Frau, die mein zukünftiges Leben gerettet hat. Und das sind solche Sätze. In diesen Momenten, da weiß ich, wofür ich diese Arbeit mache. Dieses, wenn ein Mensch plötzlich wieder gerade steht, zu sich selber steht, wieder in einen positiven Selbstwert kommt, wieder das Gefühl hat, boah, es ist alles richtig mit mir, es war alles richtig mit mir, ich bin nicht falsch, ich bin nicht dumm, ich bin nicht faul. Und dann anfängt, sein Potenzial auch zu leben und in die Umsetzung zu gehen. Und das sind die Momente, die mich immer total erfüllen. Also die Erfolge meiner Kundinnen und Kunden, die feiere ich immer am allermeisten, weil dann weiß ich, wenn die erfolgreich sind, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Und, Sandra, da geht es mir genauso. Mich füllt es mit Energie an, wenn ich sehe, dass das, was ich weitervermittelt habe oder versucht habe weiterzugeben, wenn das auf fruchtbarem Boden fällt und dann beginnt plötzlich Freude, dann beginnt Wachstum und ich finde es einfach herrlich, wenn etwas in Bewegung ist, wenn Menschen vorwärts gehen und also mehr aus sich selber machen. Sandra, jetzt bist du ja auch kein Newcomer mehr, hast seit einigen Jahren deine eigene Akademie. Und mal ganz unter uns, Unternehmertum ist nicht immer ganz easy. Es geht nö, so und so, ja. Also genau. es gibt eine Zeit, da geht es so und dann gibt es auch eine Zeit, da geht es wieder so. Was war denn deine größte Herausforderung, als du wusstest, okay, ich bin Scanner, ich möchte das in die Welt bringen? Was war hier deine größte Herausforderung, dass das überhaupt draußen angenommen worden ist? Hast du nicht gesagt bekommen, jetzt fängt sie auch das noch an, die soll erst mal selber klarkommen, was sie eigentlich will? Was waren deine größten Herausforderungen? Ja. Also ich hatte zum Glück das Glück, in einem nährenden Umfeld groß zu werden, und in einem Elternhaus und in einer Atmosphäre, die meine Talente und Stärken zum Glück und dankenswerterweise gefördert haben, wofür ich, Mama, Papa, wenn ihr das seht, ich bin euch ewig dankbar, ihr seid toll, ihr habt euren Elternjob echt gut gemacht. Oh ja, und an dieser Stelle wirklich auch nochmal ein Appell an die Eltern. Ich finde es so, so wichtig, die Kinder zu stützen, Ja. auch sie Fehler machen lassen zu dürfen, um zu erkennen, nein, das will ich nicht und das will ich auch nicht, aber jetzt weiß ich, da geht's lang. Und es ist so wichtig, da den Rückhalt der Eltern zu haben. Ich habe ja selber 3 Kinder und das war immer das Wichtigste, was wir den Kindern mitgeben konnten. Ja. Ja. Und so beruflich war es so, dass sich das so ein Stück weit immer das eine aus dem anderen entwickelt hat. Also angefangen habe ich halt mit meiner Erzieherausbildung, habe klassisch in Kindergärten gearbeitet, habe dann gemerkt, nee, das reicht mir nicht. Also ich habe immer schon gerne gelernt. Ich war auch gut in der Schule, weil mir Lernen leicht gefallen ist und ich Lernen geliebt habe. Dann habe ich halt Teilpädagogik studiert und einfach aus Spaß an der Freude einen zweiten Studiengang gleich noch parallel gemacht mit Gemeindepädagogik. Ich wollte dann drin nicht arbeiten, aber das Thema hat mich halt interessiert. Habe ich halt noch eine zweite Diplomarbeit geschrieben. Das sind halt übrigens auch so typische Scanner-Dinge. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich im klassischen Angestelltenverhältnis nicht glücklich werde, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin gezwungen, unterhalb meiner Möglichkeiten zu arbeiten. Ich habe 4 Jahre lang auch in einem integrativen Musikprojekt mal noch gearbeitet. Das war so die Angestelltenstelle, in der ich es am längsten ausgehalten habe, weil ich da sehr viel Freiheit hatte. Da habe ich Musiktherapieangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene gemacht, Demenzpatienten und konnte mir meine Zeit sehr frei einteilen, meine Inhalte. Aber selbst da, in diesem sehr freien Job, bin ich irgendwann an die Grenzen gestoßen und es hat mich wirklich auch krank gemacht. Also ich war auch in einer Phase, wo ich in einer Überlastungsdepression war, weil ich das Gefühl hatte, mh, ich, ich strenge mich an, um dem, was an Anforderungen an mich gestellt wird, gerecht zu werden, aber ich merke, eigentlich entspricht es nicht mir. Und das hat eine Weile gebraucht. Ich habe dann ja, relativ früh schon mit diesem Gedanken an Selbstständigkeit gespielt, einfach weil dieser Wunsch nach Freiheit ist einer meiner allerhöchsten Werte, so groß war. Und das war wirklich wie ein also ich habe es körperlich fast gespürt, ne? Dieses Bedürfnis nach und Freiheit und sich in seine wahre Größe hinein auszudehnen. Und als dieses Musikprojekt vorbei war, habe ich 1 Jahr lang noch als Musiktherapeutin in einer Klinik mit Wachkoma-Patienten gearbeitet, was auch eine sehr spannende Erfahrung war. Da habe ich noch mal ganz anders Achtsamkeit hinspüren gelernt.
Es war Ja. aber nur eine halbe Stelle. Von der halben Stelle konnte ich nicht leben. Und dann habe ich angefangen mit kleinen eigenen Musiktherapieangeboten, mir nebenher eine Teilselbstständigkeit aufzubauen. Und nach einem Jahr war das so gewachsen, dass ich komplett in die Selbstständigkeit gehen konnte. Und eigentlich war der Grundstein meiner Selbstständigkeit eigentlich die Musiktherapie. Das heißt, ich bin durch verschiedene Einrichtungen getingelt, habe da meine Angebote gemacht, hatte mein Kombi bis unter das Dach voll mit 10 Trommeln und Gitarre und Keyboard und allem und bin dann von Einrichtung zu Einrichtung, habe da meine Angebote gemacht. Und ich habe das eigentlich auch geliebt, weil ich war da freier als im Angestelltenverhältnis. Aber trotzdem habe ich immer für andere gearbeitet. Ja, und dann kam Corona. Also ich hatte vorher schon so ein bisschen angefangen, mir online was aufzubauen, aber das lief so 20-30% vielleicht nebenher. Also der Großteil meiner Selbstständigkeit war wirklich vorher noch der Musiktherapiebereich. Und wie gesagt, dann mit Corona von heute auf morgen sind mir 90% der Einnahmen weggebrochen. Ich durfte in die ganzen Einrichtungen nicht mehr rein. Ja, Singen mit Risikopatienten als externe Kraft war halt nicht mehr. Und dann habe ich halt den Online-Bereich hochgefahren und ja, das läuft mittlerweile richtig gut. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Ja, ich glaube auch, dass die Menschen immer mehr ihre persönliche Freiheit einfordern, auch im beruflichen Umfeld. Und da glaube ich, werden die Menschen sehr sensibel auch auf das, was du anbietest. Ja. Ja. Jetzt ist ja unser Kamingespräch, hat so den Überbegriff Spiritualität im Business. Das ist etwas, was mich seit 25 Jahren umtreibt und was mein Warum ist. Und ich weiß, dass es nicht wirklich üblich ist und dass man da nach wie vor noch so in so einer Vorreiterposition ist mit diesem Thema. Darf ich dich fragen, wie siehst du das? Also Sandra, Spiritualität im Business, hast du den Eindruck, ja, kann man schon reinnehmen oder No-Go, hat mit dem Business überhaupt nichts zu tun? Wie siehst du das? Also für mich ist es sogar ein wichtiger Teil im Business. Mhm. Also ich bin Gemeindekind. Also meine Mama hat jahrelang als Küsterin gearbeitet. Also ich bin in einer christlichen, evangelischen Tradition groß geworden, habe so in der Kirchengemeinde alles durch mit Kindergottesdienst leiten und Jugendkreis und hier und da. Habe mich dann irgendwann ein Stück weit von der Institution Kirche gelöst, aber meine Anbindung, meine persönliche Anbindung, die ist eigentlich nie verloren gegangen. Und Das glaube meine, ich, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehen darf, Sandra. gerne. Für viele ist noch das Thema Spiritualität quasi an die Institution gebunden. Und ich persönlich trenne das auch extrem. Ja, also Institution, die kann dem einen oder anderen Halt geben, Ja. aber Spiritualität hat für mich nichts mit dieser oder ist nicht zwangsläufig an diese Institution gebunden. Ja. Mhm. Und das sehe ich auch so. Und für mich ist es mittlerweile so, welchen Namen ich dieser Kraft, Energie gebe, ob ich das jetzt Gott nenne, Chi, Karma, Prana, Universum, in meinem Verständnis ist die Kraft und die Energie, die dahinter steckt, ist ein und die gleiche. Also für mich ist ich nenne es die große Quelle, für mich ist es die Energie, die mein Herz schlagen lässt und eine Pflanze wachsen lässt und aus einem Zellklumpen ein lebendiges menschliches Wesen macht. Und Ja. das ist was nichts außerhalb von mir ist. Also es ist für mich nicht da oben sitzt der alte Mann auf der Wolke, der über mich richtet, sondern es ist diese ursprüngliche Lebensenergie, mit der ich verbunden bin, mit der ich in Kontakt und in Beziehung treten kann, an die ich mich andocken kann. Und das hat für mich auch viel so mit dem Thema Energiemanagement zu tun. Du hattest das mal angesprochen, ne? Wenn ich als Scanner so viele Themen habe, wird das nicht langsam anstrengend. Und ja, man muss sich so ein bisschen fokussieren. Und manchmal, wenn Scanner zu viel machen, neigen sie dann auch dazu, so ein bisschen in so eine Erschöpfungsfalle zu kommen. Für Mhm. mich ist diese Anbindung auf der einen Seite eine Kraftquelle, eine Energietankstelle, etwas, wo ich mich ja, andocken kann, um meine Akkus wieder aufzuladen. Mhm. Und es ist gleichzeitig auch innerer Kompass. Mhm. Ne, wenn wir von den universellen Gesetzen oder auch von den höheren mentalen Fähigkeiten ausgehen, also ne, eine unserer höheren mentalen Fähigkeiten ist ja die Fähigkeit der Intuition. Mhm. Also da auch bei Business-Entscheidungen, will ich mit dem Kunden, mit der Kundin arbeiten oder nicht? Mache ich jetzt erst das Projekt oder dann das? Siehst Soll du, ich da das noch ein wäre jetzt Modul direkt auch reinbringen?
Das wäre jetzt direkt auch meine nächste Frage gewesen. Was heißt es denn konkret in deinem Business, dass du die Spiritualität lebst? Und jetzt sagst du es gerade über die Intuition, also da Ja. wirklich hinzuspüren, wo geht es da lang in Entscheidungen, die du zu treffen hast. Ja. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, seit ich das mehr mit reinnehme, dass meine Arbeit nochmal eine andere Tiefe bekommt. Ganz, ganz oft ist in meiner Arbeit, dann kommen Kunden mit dem äußeren Thema, ich will mich besser strukturieren oder ich will meine Projekte umsetzen, aber eigentlich liegen da noch tiefere Schichten hinter, wo es um das Selbstbild geht, um die Selbstwahrnehmung und den Glauben an sich und auch um die eigene Angebundenheit, nicht nur von mir, sondern auch von den Kunden. Und deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Freund von Mindset-Arbeit auch. Also Mindset-Arbeit fließt immer in meine Arbeit mit ein, weil wir können im Außen rödeln und machen und tun so viel, wie wir wollen. Wenn wir diese innere Arbeit nicht machen, dann werden wir im Außen immer nur die gleichen Ergebnisse erzielen. Und deswegen nutze ich diese Tools, die ich lernen durfte, für mich selber, für meine Kraftquelle, Energie, Klarheit, Ausrichtung, aber ja, wie gesagt, es bringt auch nochmal eine neue Qualität von Tiefe in die Zusammenarbeit mit meinen Kunden rein. Und welche Überraschung, also sowohl in diese Richtung, wie in diese Richtung hast du denn mit diesem Thema Spiritualität mit deinen Kunden schon gehabt? Also gab es Leute, die gesagt haben, jetzt hat sie einen Vogel, also was hat es denn hier im Business zu tun? Oder eben genau in die andere Richtung, wo deine Kunden vielleicht sowas gesagt haben wie, ich hätte nicht gedacht, dass ich an den Punkt bei Ihnen im Training komme. Gab es sowas? So in die Richtung konkret nicht, sondern ich habe es eher festgestellt in Form von Dankbarkeit, dass die Kundinnen und Kunden, die zu mir kommen, sehr, sehr froh sind, dass das auch ein Aspekt meiner Arbeit ist, weil meine Wunschkunden, mit denen ich am liebsten arbeite, das sind Menschen, die Lust haben auf Tiefe, auf Echtheit, auf Intensität, die sich nicht mit irgendwelchem oberflächlichen Scheiß zufrieden geben wollen und die spüren intuitiv, da gibt es noch eine Ebene, die darunter liegt unter meiner Arbeit. Das ist nicht nur, ich mache hier im Außen, behandle Patient XY oder verkaufe Produkt XY, da gibt es noch eine andere Qualität und manchmal kriegen sie selber diesen Zugang nicht dazu. Und da dann im Gespräch zu gucken, auch das Thema Glaubenssätze anzusprechen und aufzuarbeiten, zu gucken, ne, was wird denn da angestoßen? Und das Leben schmeißt uns die Lektion so lange vor die Füße, bis wir sie endlich geschnallt haben. Was manchmal ganz schön hart und anstrengend sein kann. Absolut, Also, absolut. Wachstum Ich glaube, ist nicht das immer kennen wir schön. alle. Das kennen wir alle persönlich auch, oder? Ja, also Und ich kenne es. was ich schon auch immer wieder erlebe, ist, dass am Anfang, wenn ich dann so mit diesen Mindset-Übungen komme, dass am Anfang Kunden manchmal noch so ein bisschen skeptisch sind, dass sie am Anfang über die Mindset-Sachen auch so ein bisschen drüber weggehen, so nach dem Motto, ja, ja, ich bin ja jetzt hier, um Business zu machen, komm, lass uns mal hier Projektpläne machen und Live-Script schreibe ich später. Und dann bin ich aber positiv hartnäckig aus einem zutiefst liebevollen Herzen heraus und stupse sie immer wieder da drauf. Und wenn sie dann wirklich in die Arbeit gehen und die Übungen machen, dann kommt oft so ein Aha-Effekt von, also wenn ich gewusst hätte, dass es wirkt, dann hätte ich es früher schon gemacht und hätte diese Mindset-Übung früher ernst genommen. Also es ist manchmal so ein ungläubiges Staunen, so von wegen, es ist nicht nur Hokuspokus und nicht nur irgendwie Shishi, Shushu, sondern auch wenn ich es vielleicht nicht erklären kann, aber es wirkt halt einfach. Ja, weißt, ich sage dann auch immer, so wie du Radiowellen nicht siehst oder wie du Funkwellen nicht siehst, so siehst du einfach auch diese Energie, die permanent fließt, mal zumindest der Normalo mit bloßem Auge nicht, aber du kannst sie spüren, du kannst spüren, wenn das Radio anspringt, du kannst spüren, wenn das Licht läuft, du kannst spüren, wenn's Handy einfach funktioniert, das kannst du ja messen, ja. Und so ist es im Prinzip auch, ich glaube, wenn die Energien in die richtigen Bahnen gelenkt werden, so dass es persönlichkeitsgerecht ist und deinem inneren Auftrag oder deinem inneren Wunsch, ich glaube, dann wird so viel Energie fließt dann durch, weil das Leben ist ja immer für uns. Das will ja, dass wir in die Pushen kommen. Das will ja, dass wir vorwärts kommen. Das will ja, dass wir unser Potenzial entfalten. Und ich spüre das immer ganz deutlich,
wenn ich dann so frage, was ist richtig, ist das oder das? Und wenn dann die Power kommt, dann, dann weiß ich, aha, hier geht's lang. Mhm. Und es ist so, dass viele Scanner da auch häufig ein ganz gutes Gespür für haben, weil, viele Scanner, also, es gibt keine wissenschaftlichen Studien darüber, aber, ich habe mittlerweile mit über 100 Scannern gearbeitet und habe mehr als 1.600 Leute in meiner Gruppe und habe Umfragen gemacht. Also, gefühlt, 70 bis 80% der Scanner sind auch hochsensibel. Das Mhm. heißt, also, durch diese Hochsensibilität nehmen sie sowieso Reize, Schwingungen, Energie noch mal Mhm. feiner, intensiver wahr. Das heißt, viele Scanner haben 'nen sehr, sehr gutes Gespür eigentlich dafür, wann sie in ihrer Kraft sind, wann nicht. Und dann ist es halt oft schwierig, wenn sie in Umständen feststecken, die ihnen das nicht erlauben, das, was in ihnen ist, dann auch wirklich voll nach außen zu bringen. Und das ist Ja. wie Mhm. so 'ne Quelle, die innen sprudelt, aber wenn das dann immer zurückgehalten wird und irgendwann, wenn man dem keinen guten Kanal bietet, dann Mhm. kann sich das halt auch auf destruktive Art und Weise Raum schaffen in Richtung von körperlichen Schmerzen, psychischen Erkrankungen, und so weiter. Aggressionen, einfach Ja. auch die ganze Latte von negativen Emotionen Genau, dann auch, ne, ja. dass es entweder nach außen geht oder sich dann nach innen richtet. Mhm. Genau. Es ist wie so 'n angestauter Druck und wenn Mhm. dieser Mhm. kreativen Schaffensenergie in Mhm. uns, wenn wir es schaffen, die in gute Bahnen zu kanalisieren, dann können wir so unglaublich wunderbare, wertvolle Dinge draußen in der Welt, bewirken. Sandra, ich habe noch ein paar Fragen für dich. Gerne. Bitte nur mit einem Begriff antworten. Mhm. Scanner sind Menschen, die Vielseitig sind. sind. Also, ich darf ja nur Scanner lieben, Abwechslung, um erfolgreich zu sein, ist hilfreich. Was ist zu sich deiner selbst Meinung nach für Scanner wichtig, um erfolgreich zu sein? zu sich selbst zu stehen. Mhm. Ja, super. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch und ich habe so den Eindruck, wir haben uns nicht das letzte Mal unterhalten. Sehr gerne wieder. Ja, und man kann dich finden unter welcher Adresse? Unter www? Einfach www.scanner-Persönlichkeit, Persönlichkeit mit OE, www.scanner-persönlichkeit.de, da findet man mich. Perfekt. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Sehr gerne, liebe Monika. Und jetzt freue ich mich, dass wir unsere Reihe, unsere Kamingespräche hier so wunderbar eröffnet haben. Ich wünsche dir noch wunderbaren Abend und eine, ja, doch vielleicht etwas ruhigere und besinnlichere Adventszeit. Vielen Dank für die Einladung, Monika. Es war mir eine Freude hier mit dir. Sehr schön. Alles Liebe für dich. Ciao, Sandra. Tschüss.